Mach mal kurz einen ehrlichen Test mit dir selbst. Wann hast du dich das letzte Mal richtig ausgeruht gefühlt? Nicht so halb erholt, nicht so, ich habe 2 Stunden geschlafen und funktioniere schon irgendwie, sondern wirklich aufgeladen, wach, voller Lust auf den Tag. Wenn du jetzt eine Weile nachdenken musst, dann bleib unbedingt dran. Denn die unangenehme Wahrheit ist die gefährlichste Form von Erschöpfung ist nicht die, bei der du zusammenbrichst. Es ist die, an die du dich gewöhnt hast, die du gar nicht mehr als Problem erkennst, weil sie einfach dein Grundzustand geworden ist. Du nennst es Alltag. Dein Nervensystem nennt es Alarm. Wir reden heute über das stille Ausbrennen. Nicht über den dramatischen Burnout, bei dem jemand morgens nicht mehr aufstehen kann und sich krank schreiben lässt, sondern über die leise Variante, die viel häufiger ist und genau deshalb so tückisch. Die Version, bei der du noch jeden Tag zur Arbeit gehst, noch lächelst, noch lieferst und trotzdem innerlich auf Reserve fährst. Du bist nicht kaputt genug, um Hilfe zu suchen, aber auch nie wirklich okay. Und das ist kein Charakterfehler, das ist Physiologie. Bleib dran, denn am Ende verstehst du, warum dein Körper das mit sich machen lässt und warum gerade die Fleißigen, die Zuverlässigen, die immer Funktionierenden am tiefsten in dieser Falle stecken. Fangen wir mit dem an, was dir niemand sagt. Müdigkeit und Erschöpfung sind nicht dasselbe. Müdigkeit ist ein Signal. Du hast dich angestrengt, dein Körper meldet Pause, du schläfst, es ist wieder gut. Ein sauberer Kreislauf. Erschöpfung dagegen ist, wenn dieses Signal dauerhaft im Hintergrund läuft und das Aufladen nicht mehr funktioniert. Du schläfst 7 Stunden und stehst trotzdem zerschlagen auf. Du hast Wochenende und fühlst dich am Montag genauso leer wie am Freitag. Das ist der entscheidende Unterschied. Bei echter Erholung sinkt die Anspannung. Beim stillen Ausbrennen bleibt sie oben, egal was du tust. Dein System hat verlernt, in den Ruhemodus zu schalten. Und das Verrückte ist, du merkst es kaum, weil es schleichend passiert. 1% pro Woche, bis das neue Normal sich anfühlt, als wäre es schon immer so gewesen. Jetzt wird es chemisch. Und ich verspreche dir, das verändert deine Sicht auf das Thema. Der Hauptdarsteller in dieser Geschichte heißt Cortisol. Eigentlich ein geniales Molekül. In kurzen Stößen macht es dich wach, fokussiert und handlungsfähig. Gefahr taucht auf, Cortisol schießt hoch, du reagierst, danach sinkt es wieder. Perfekt für einen Notfall. Das Problem ist nur, dein Gehirn unterscheidet nicht zwischen einem echten Notfall und einem vollen Posteingang. Eine unbeantwortete Nachricht, ein knapper Ton vom Chef, die Zahl auf dem Kontoauszug, das Kind, das schreit, der Termin, den du fast vergessen hättest. Für deinen Körper sind das alles kleine Säbelzahntiger. Und wenn diese Tiger den ganzen Tag aus dem Gebüsch springen, sinkt dein Cortisolpegel nie wieder richtig ab. Er bleibt oben. Tag für Tag. Forscher haben für diesen Zustand einen Begriff: allostatische Last. Klingt sperrig, beschreibt aber etwas sehr Einfaches. Es ist die Summe der Abnutzung, die dein Körper davonträgt, weil er ständig versucht, sich an Dauerstress anzupassen. Stell dir ein Auto vor, das nie in den Leerlauf geht. Motor läuft permanent auf hoher Drehzahl, auch an der roten Ampel, auch nachts in der Garage. Eine Weile geht das gut, dann fangen die kleinen Sachen an. Schlafprobleme, eine kürzere Zündschnur. Du wirst vergesslich, reizbar, der Kaffee wirkt nicht mehr, der dritte auch nicht. Du bekommst öfter Erkältungen, weil chronisch hohes Cortisol dein Immunsystem ausbremst. Und das Heimtückische ist, du verbuchst das alles als einzelne, harmlose Probleme. Schlecht geschlafen, stressiger Monat, wird schon wieder. Du siehst die Einzelteile, aber nicht das Muster dahinter. Und es bleibt nicht beim Cortisol. Wenn dein System dauerhaft im Alarm hängt, schrumpft mit der Zeit ausgerechnet die Hirnregion, die dich beruhigen sollte. Der präfrontale Kortex, dein innerer Erwachsener, zuständig für Planung, Impulskontrolle und die Fähigkeit, einen Schritt zurückzutreten, wird unter Dauerstress messbar schwächer.
Gleichzeitig wird deine Amygdala, dein Angstzentrum, lauter und empfindlicher. Das ist eine fiese Kombination. Genau das Werkzeug, mit dem du dich aus dem Stress rausdenken könntest, wird vom Stress selbst stumpf gemacht. Deshalb fühlt sich beim stillen Ausbrennen plötzlich jede Kleinigkeit riesig an. Eine vergessene E-Mail wird zur Katastrophe, ein leicht schiefer Blick zur persönlichen Krise. Du bist nicht überempfindlich geworden, weil mit dir etwas nicht stimmt. Dein Gehirn hat schlicht den Lautstärkeregler für Bedrohung hochgedreht und den Regler fürs Runterkommen abgeklemmt. Und je länger das läuft, desto normaler fühlt sich dieser überdrehte Zustand an, bis du gar nicht mehr weißt, wie sich Ruhe überhaupt anfühlen sollte. Und hier kommt die psychologische Schicht ins Spiel, die das Ganze erst richtig festzurrt. Du maskierst. Du setzt jeden Morgen die Fassade auf, die sagt, mir geht's gut, ich habe alles im Griff. Du beantwortest die Wie geht's Frage mit einem reflexartigen Passt schon, obwohl absolut nichts passt. Diese ständige Aufrechterhaltung der Fassade kostet Energie, die du eigentlich nicht mehr hast. Es ist, als würdest du mit einem fast leeren Akku auch noch das hellste Display fahren, damit niemand merkt, wie wenig Saft übrig ist. Psychologen sehen genau hier einen Kipppunkt. Solange du funktionierst, glaubst du, es sei nicht schlimm genug. Funktionieren wird zum Beweis, dass alles in Ordnung ist. Dabei ist Funktionieren beim stillen Ausbrennen kein Zeichen von Stärke. Es ist oft das letzte Programm, das noch läuft, während im Hintergrund alles andere langsam runterfährt. Besonders bitter trifft es eine bestimmte Sorte Mensch. Die Verlässlichen, die immer Ja sagen. Die lieber selbst zusammenklappen, als jemanden zu enttäuschen. Wenn dein Selbstwert daran hängt, dass du gebraucht wirst und immer lieferst, dann ist Pause machen für dein Gehirn nicht Erholung, sondern Bedrohung. Du fühlst dich schuldig, wenn du nichts tust. Diese Schuld ist selbst wieder Stress, also wieder Cortisol. Merkst du den Kreis? Genau die Eigenschaften, für die dich alle loben, fleißig, zuverlässig, belastbar, sind dieselben, die dich tiefer reinziehen. Du brennst nicht aus, obwohl du so viel gibst. Du brennst aus, weil du nicht gelernt hast, aufzuhören. Jetzt müssen wir kurz in die dunkle Ecke leuchten, denn es gibt eine Grenze, die viele überschreiten, ohne es zu merken. Irgendwann hört das stille Ausbrennen auf, sich nach Stress anzufühlen. Es fühlt sich nach Taubheit an. Du freust dich über nichts mehr so richtig. Dinge, die dir früher Spaß gemacht haben, wirken auf einmal anstrengend oder egal. Du wirst zynisch, gleichgültig. Du ziehst dich zurück, nicht weil du Ruhe brauchst, sondern weil dir die Energie für Menschen komplett fehlt. Das ist nicht mehr nur müde. Das ist der Punkt, an dem das System auf Sparflamme schaltet und Gefühle einfach abschaltet, weil sie zu teuer geworden sind. Wenn du dich darin wiedererkennst, ist das kein Grund für Panik, aber ein sehr ernst zu nehmendes Signal, dass dein Akku nicht nur leer ist, sondern beschädigt. Und an dem Punkt hilft kein Wochenende mehr. An dem Punkt braucht es eine echte Kurskorrektur und manchmal auch Hilfe von außen. Aber jetzt zu der guten Nachricht, und die ist überraschend stark. Dein System kann sich erholen. Allostatische Last ist keine Einbahnstraße. Der Körper baut diese Abnutzung wieder ab, sobald er ehrliche, echte Ruhephasen bekommt. Und damit meine ich nicht das, was die meisten unter Erholung verstehen. Stundenlang durch den Feed scrollen ist keine Erholung. Das ist Betäubung. Dein Gehirn bekommt dabei keine Pause, es bekommt nur eine andere Form von Reiz. Echte Erholung ist langweilig und genau das ist der Punkt. Dein Nervensystem braucht Momente, in denen nichts von ihm verlangt wird. Kein Bildschirm, keine Entscheidung, keine Performance. Ein Spaziergang ohne Kopfhörer. 10 Minuten am Fenster, einfach so. Das fühlt sich anfangs fast unangenehm an, weil dein gestresstes Gehirn die Stille nicht mehr gewohnt ist. Aber genau in dieser Stille schaltet es endlich vom Alarm in den Reparaturmodus. Der wichtigste Hebel ist allerdings ein Wort, das viele von uns verlernt haben. Nein.
Jedes Nein zu etwas, das dich auslaugt, ist ein Ja zu deiner eigenen Regeneration. Du musst nicht dein ganzes Leben umbauen. Du musst anfangen, die ständigen kleinen Cortisol-Lecks zu stopfen. Die unnötige Verpflichtung, die du aus schlechtem Gewissen übernommen hast. Die Nachricht, die nicht sofort beantwortet werden muss. Die innere Stimme, die sagt, du müsstest produktiver sein, während du gerade erschöpft auf dem Sofa sitzt. Fang klein an. Eine Sache pro Tag, die rein der Erholung dient und für die du dich nicht rechtfertigen musst. Das klingt lächerlich unbedeutend. Aber Erholung funktioniert wie alles in deinem Körper über Wiederholung. Ein ruhiger Abend ändert nichts. 100 ruhige Abende ändern alles. Und vergiss eines nicht, weil es dich vielleicht entlastet. Du bist an diesem Zustand nicht allein schuld. Wir leben in einer Kultur, die Erschöpfung zum Statussymbol gemacht hat. Wer ständig beschäftigt ist, gilt als wichtig. Wer Pausen braucht, als schwach. Diese Erzählung ist überall und sie ist ein Geschäftsmodell. Aber an fast jedem Punkt deines Tages hast du einen kleinen Moment der Entscheidung. Und in diesen kleinen Momenten entscheidet sich, ob du weiter im Alarmzustand lebst oder anfängst, dein System zurückzubauen. Eines bleibt aber, und das müssen wir ehrlich aussprechen. Bei sehr vielen Menschen liegt unter dieser Dauererschöpfung eine Wurzel, über die kaum jemand offen redet, weil sie unangenehm ist. Es ist die ständige, leise Anspannung um Geld. Dieser Stress sitzt tiefer als jeder volle Kalender. Er läuft im Hintergrund mit, auch nachts. Und er formt das Denken auf eine Art, die fast niemandem bewusst ist. Warum manche Menschen in genau diesem Muster festhängen, was psychologisch wirklich dahinter steckt und wie dieser eine Druck still alles andere mit erschöpft, darum geht es im verlinkten Video. Wenn dich das hier getroffen hat, dann ist das der nächste ehrliche Schritt. Schau es dir an.